Gestern war ich mit meiner Familie auf einem Ausflug auf einem Baumwipfelpfad. Der war ganz schön hoch über den Wipfeln der Bäume. Also ich nehme an, das waren schon so 20 bis 24 Meter. Und als ich mit meiner Familie da lief, konnte ich rechts und links hinabschauen, durch das Gitter durch. Und es war ein komisches Gefühl. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war zwar sicher, das wusste ich von meinem Kopf, aber ich habe das Gefühl gehabt, hier gehörst du irgendwie nicht hin. Das sieht zwar alles normal aus, es war wie eine Brücke, aber das Gehirn hat gemerkt, da geht es richtig runter, da ist Gefahr, du gehörst hier nicht hin. Und heute Morgen ist dieses Gefühl nochmal zu mir zurückgekommen. Dieses Gefühl von, ich bin zwar irgendwo, aber ich fühle mich dort nicht sicher und ich gehöre hier nicht hin. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat mir gesagt, so ist es genau in dieser Welt. Jesus sprach zu den Jüngern, ihr seid nicht von der Welt, sondern ihr seid in der Welt. Was meinte er damit? Wenn ich mal rumschaue und die Politik anschaue, was heutzutage passiert und mit was wir konfrontiert sind, dann weiß ich ganz genau, was Jesus damit meint. Wenn wir denken, dass die Welt uns das geben kann, was wir uns wünschen, dann sind wir falsch gewickelt. Wenn du tief in deinem Herzen merkst, boah, irgendwie komme ich mit der Politik nicht zurecht, irgendwie komme ich mit dem ganzen System nicht zurecht, weil es nicht das widerspiegelt, was in meinem Herzen ist. Und es dir Probleme bereitet, weil du denkst, irgendwie passe ich hier nicht rein. Irgendwie sind meine Gedanken anders, meine Gefühle sind anders und mein Wollen und mein Sehen ist anders. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist genau das, was Jesus meinte. Du bist nicht von der Welt, sondern du bist nur in der Welt. Und dieses Weltsystem, was hier herrscht und was hier regiert, es ist ja nichts anderes als der Feind. Satan wurde erlaubt, der Herrscher der Welt zu werden. Als Adam und Eva die Herrschaft aus der Hand gaben. Adam und Eva waren dazu geboren worden, mit Gott Gemeinschaft zu haben und auf der anderen Seite aber auch Herrscher über die Welt zu sein. Diese Herrschaft haben wir abgegeben. Und somit herrscht nicht mehr Gott auf der Welt und auch nicht der Mensch, sondern Satan durch den Mensch. Deswegen ist auch so viel Hass auf dieser Welt. Und genau diese Attribute, also die Herrschaft dieser Welt, ist das, was uns angreift. Und ist das, was uns hier kein Zuhause schenken möchte. Was Jesus auch gesagt hat, wenn sie mich gehasst haben, dann werden sie euch umso mehr hassen. Und das ist das, was wir spüren. Wenn du dich hier nicht wohlfühlst, wenn du denkst, die Politik geht crazy, wenn du denkst, die ganze Menschheit fährt sich gerade gegen die Wand, dann bist du nicht falsch. Sondern dann ist es genau das, was Gott in dir zeugt, dass du nicht von dieser Welt bist, sondern nur in der Welt. Und was sollen wir jetzt mit dieser Information tun? Genau eines. Wir sollten zu Jesus gehen und sagen, Herr, ich habe erkannt, dass ich nicht von dieser Welt bin. Und ich habe erkannt, dass diese Welt mir nichts geben kann. Sie kann mich nicht glücklich machen, sie kann mich nicht frei machen, sie kann mich nicht fröhlich machen, sie kann mich nicht ruhig machen, sie kann einfach überhaupt gar nichts. Weil ich nicht von dieser Welt bin und ich ein ganz anderes Wertesystem in mein Herz gelegt bekommen habe. Jesus, du hast gesagt, du lebst in mir. Also ich möchte überein werden mit meinen Gedanken und auch mit meinem Sehnen, mit diesem neuen Wertesystem, was du in mir gepflanzt hast, weil du lebst ja in mir. Und ich möchte nicht mehr meine Befriedigungen und meine Hoffnung in die Welt setzen. Ich sehe so viele Christen, die wettern über die Politik und die haben überhaupt kein gutes Wort über die Politik in diesem Land und über die Politik in der Welt zu reden. Und ich verstehe das auch. Aber das ist nicht der Ort, in dem wir verbleiben sollen. Wir sollen nicht in dieser Ohnmacht verbleiben, dass hier alles schief läuft. Sondern wir dürfen wissen, dass hier alles schief läuft und dass das der Plan des Feindes ist. Hier soll alles schief laufen. Der Feind möchte so viele Menschen zu sich holen wie möglich und er möchte Hass und Tod verbreiten. Genau das Gegenteil, was Jesus machen möchte und was Gott machen möchte. Er ist die Liebe, der Feind ist der Hass und der Tod. Und da dürfen wir nicht überrascht sein, wenn wir das genau sehen in der Welt, sondern dann dürfen wir uns daran erinnern, was Jesus gesagt hat, dass wir das Salz und das Licht sind. Dass wir das Licht sind. Wir sind das Licht, was auf einem Berg ist, wie eine Stadt. Das ist wunderschön. Also es heißt, wir müssen nicht bitter werden über die Dinge, die uns geschehen. Wenn wir in Beziehungen sind, die uns einfach nur bitter machen können,
weil wir merken, da ist etwas in einer Schieflage drin, dann lasst uns auf die Knie gehen und auch für diese Beziehung beten und nicht darüber wettern. Und dasselbe mit der Politik und allen anderen Dingen. Lasst uns nicht darüber wettern und schlecht reden. Lasst uns auf die Knie gehen und Gott bitten, dass nichts vor seiner Zeit geschieht. Dass die Dinge so geschehen, wie er sie vorhat. So wie Jesus es sagt. Wir sollen für die Politiker und für die Hohen beten. Und wir sollen beten, dass wir eine friedliche Zeit haben und dass wir das Evangelium verkünden können. In Frieden. Das sollen wir tun. Und ich merke immer, dass mein Herz so schnell angegriffen ist von der Welt, dass ich so schnell zulasse, dass die Welt mich angreifen kann. Dass ich Menschen direkten Zugriff zu meinem Herzen gebe und dass der Feind durch sie dort üble Dinge anrichten darf. Und das soll nicht mehr sein. Wir müssen wirklich in diese Perspektive kommen, wo wir nicht mehr diesen Halt haben, wo wir wissen, es wird Schlimmes geschehen. Jesus hat es gesagt, die Welt wird dich genauso hassen, wie sie mich gehasst hat. Also lass uns das doch glauben, was er dort sagt. Und dann magst du vielleicht sagen, das gilt nur für die Menschen, die da draußen stehen und evangelisieren. Oder wenn ich ein besonderes heiliges Leben habe. Nein, so ist das nicht. In dem Moment, wo du bekannt hast, dass Jesus in dir lebt, mit deinem Mund bekannt, mit deinem Herz geglaubt und getauft worden bist, in Jesu getauft worden bist, in dein Tod hinein, du gestorben bist, dass Jesus in dir lebt, in dem Moment bist du gezeichnet. Und zwar im Unsichtbaren und auch im Sichtbaren. Die Welt wird dich hassen. Wir können jetzt verzweifelt sein darüber, weil wir denken, alles muss gut laufen. Oder wir können wissen, was Gott gesagt hat, dass es eben nicht gut laufen wird. Gott spricht nirgends in der Bibel, dass es besser werden wird mit der Welt, sondern er spricht davon, dass es eines Tages ein Gericht geben wird, wo er Gerechtigkeit wiederherstellen wird, weil er das Böse vom Guten trennt. Und bis diese Zeit anbricht, dürfen wir in Gehorsam vor Gott treten und für die Menschen eintreten, die uns Übles tun. Weil das ist das erste Gebot, was uns Gott gegeben hat. Das Gebot der Liebe. Liebe deinen Gott mit allem, was du bist und hast. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht um dieses Gebot. Gott möchte kein Opfer. Jesus möchte kein Opfer, sondern er möchte Barmherzigkeit. Er möchte, dass wir barmherzig sind. Und das erreichen wir nicht durch uns selbst. Das erreichen wir nur, wenn wir vor Gott stehen und sagen, Herr, ich möchte, dass du mein übles Herz in Ordnung bringst. Und ich möchte Menschen lieben. Und ich möchte die Politiker nicht hassen und sie verklagen, sondern ich möchte für sie beten und eintreten vor dir. Und ich möchte meinen Nächsten, der mir Böses und Übles nachgeredet hat oder der mir Böses getan hat, nicht hassen, sondern ich möchte ihn vergeben, weil Jesus, du mir zuerst vergeben hast. Da wird es plötzlich persönlich, weil Jesus sagt ganz klar, dass wir vergeben sollen und dass wir in Frieden leben sollen. Er sagt, er ist barmherzig und von Herzen sanftmütig. Und das sollen wir auch sein. Nicht durch unsere Kraft, sondern durch Jesus, der es vollbracht hat für uns. So mach dir keine Sorgen, wenn die Welt da draußen zerbricht. Das kann ich dir nur sagen. Die Welt wird zerbrechen, weil das System der Welt böse ist. Und wir dürfen wissen, dass wir nicht von dieser Welt sind. Und wir dürfen von dem Tisch essen, den Gott vor unseren Feinden bereitet hat, für uns. Amen. So ist es Zeit für uns, nicht verzweifelt zu sein, sondern zu Jesus zu schauen, in seine Augen zu schauen und zu sagen, Jesus, hilf du mir, so zu sein, wie du bist, in mir. Amen. Dir gefällt, was ich tue? Dann klick doch einfach oben auf den Abonnier-Button oder lass mir ein Like hier. Das hilft mir bei meiner Reichweite und freut mich natürlich. Also dann, ich wünsche dir was und vielleicht beim nächsten Video sehen wir uns wieder.